Heute zeige ich dir mein Rezept für eine Harira. Harira ist eine marokkanische Suppe, die traditionell im Ramadan gegessen wird, aber natürlich schmeckt sie auch außerhalb vom Ramadan sehr lecker. Und in den letzten Jahren habe ich mein Rezept immer wieder verändert und verbessert und so wie sie jetzt ist, schmeckt sie uns und auch meiner marokkanischen Schwiegermutter einfach sehr, sehr gut. Kommen wir zu den Zutaten. Du brauchst 500 Gramm Tomaten, ein Bund Sellerie, eine große Möhre, eine kleine Kartoffel, eine Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, ca. 500 Gramm Kichererbsen, bereits gekocht, eine Handvoll Suppennudeln, eine Handvoll Perlcouscous und 2 Hände voll rote Linsen. An Gewürzen brauchst du Olivenöl, einen Esslöffel Tomatenmark, einen Esslöffel Kreuzkümmel, einen halben Teelöffel Ingwerpulver, 1,5 Teelöffel Paprika edelsüß, 2 Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer und ca. 15 Safranfäden. Dann noch frischen Koriander und frische Petersilie gehackt, ungefähr 2 Esslöffel. Und zum Schluss noch 2 Liter Wasser. Den Link zum Rezept findest du wie immer in der Beschreibung unten. Das führt dich direkt zu meinem Blog und da kannst du dir das Rezept nochmal ganz in Ruhe durchlesen. So, als erstes bereiten wir das Gemüse vor. Dafür waschen wir das Gemüse und schneiden alles in kleine Stückchen. Das heißt, die Zwiebel, den Knoblauch, Sellerie, Möhren, Kartoffeln und die Tomaten halbiere ich meistens nur oder viertel ich. Dann nehmen wir uns einen großen Topf, geben das Olivenöl hinein und dünsten zuerst einmal den Knoblauch und die Zwiebeln an. Jetzt geben wir das Gemüse hinzu, erstmal alles bis auf die Tomaten und braten das Ganze an. Nach ein paar Minuten geben wir dann das Tomatenmark hinzu und auch die Gewürze, bis auf den Safran, der kommt erst am Ende hinzu. Jetzt alles gut miteinander vermengen und dann kommen auch schon die Tomaten mit hinein und auch das Wasser. Mit geschlossenem Deckel lassen wir das Ganze jetzt köcheln für ca. 20 Minuten, bis das ganze Gemüse weich ist. Währenddessen können wir schon mal die Petersilie und auch den Koriander waschen und dann klein hacken. Ich benutze gerne nur die Blätter und zupfe sie von den Stielen, aber man kann natürlich auch die Stiele mitverwenden, wenn man das möchte. So, das Gemüse ist jetzt bereits weich gekocht und jetzt wird die ganze Suppe püriert, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Jetzt geben wir den Perlcouscous hinein, die Suppennudeln und die Linsen und auch die Kichererbsen und den Safran. Ich zerdrücke den so ein bisschen in meiner Handinnenfläche, das muss man aber nicht machen. Jetzt lassen wir die Suppe nochmal köcheln für ca. 10 bis 15 Minuten, bis dann die Linsen, der Perlcouscous und auch die Suppennudeln weich sind. Hier bitte darauf achten, regelmäßig umzurühren, weil das Ganze ganz schnell am Boden festbrennen kann. Wenn alles weich ist und fertig gekocht ist, kommt auch schon die Petersilie und der Koriander hinzu. Nochmal alles gut umrühren und dann kann man auch schon servieren. Traditionell essen wir die Harira im Ramadan mit Datteln.
Ich mache auch gern noch Zitronensaft hinein. Man kann auch Brot dazu reichen, ganz wie man das möchte. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr möchtet es mal ausprobieren. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Suppe bereits kennt. Ich freue mich von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal.